Wir sind Jessie und Roberto und seit wir vor bald 3 Jahren in Kanada in die Panamericana gestartet sind, gibt es für uns immer nur ein Ziel. Immer in Richtung Süden fahrend, wollen wir mit unserem eigenen Van bis nach Ushuaia fahren. Nun sind wir endlich da. Wir sind einfach hier. Wir sind einfach hier in Ushuaia. Am südlichsten Punkt unserer Reise angekommen, können wir ab jetzt nur wieder zurück in den Norden. Doch wie geht es nun mit der Reise weiter, da wir quasi an unserem Ziel angekommen sind? Zum Glück sind ja Pläne da, um sie zu ändern. Genau. Hola, schön euch in diesem Video an diesem wunderschönen Platz dabei zu haben. Ich komme immer noch nicht klar, an was für einem wundervollen Ort wir angekommen sind. Das ist doch wunderschön hier. Ja, und hier mitten in den Bergen. Ja. Wie heftig ist das? Also die letzten Wochen waren wir ja gefühlt einfach nur im Flachland unterwegs. Und hier stehen wir mittendrin in den Bergen. Unglaublich. Wir stehen jetzt tatsächlich schon seit einigen Tagen hier. Wir haben uns hier an diesem schönen Platz, da gibt es hier genug Fläche, um sich auch mit anderen Reisenden zu treffen und ein bisschen Zeit mit anderen zu verbringen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben ja viele Leute kennengelernt auf der Reise. Aber wir haben uns ja auch mit den Neuland Stories wieder getroffen, das wisst ihr ja schon, Svenny und Basti. Und ja, jetzt fahren wir mal los, denn wir sind in der Nähe von Ushuaia. Wir sind einfach schon bei Ushuaia. Jetzt fehlen uns noch ein paar Kilometer dahin, die machen wir jetzt. Den Platz hier muss man sich wirklich erarbeiten. Also gerade das letzte Stück, was sind das? 20 Meter, ja. Wahrscheinlich nicht mehr. Aber die sind halt total so hügelig, kann man das sagen? Hügelig, durchwaschen und ich glaube auch von den Wurzeln einfach komplett uneben. Mit genug Willen kommt man trotzdem hin. Und das hat sich auch gelohnt. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Und ich glaube, bald haben wir es dann noch hinter uns und dann sind wir wieder auf Asphalt. Noch so unfassbar, dass wir einfach hier sind, so am südlichsten Zipfel von Argentinien. Man hat immer so dieses Ziel vor Augen, Ushuaia, das ist das, wo man hin will. Und jetzt sind wir einfach da. Wie krass ist das denn? Da vorne ist schon dieses Tor, dieses Symbol, der Schriftzug von Ushuaia. Und ja, okay, ich kann nicht mal mehr reden, ich merke es. Es ist sehr aufregend gerade dieser Moment. Wir sind einfach hier. Wir sind einfach hier in Ushuaia. Hier hinten ist das Zeichen. Wir haben es einfach geschafft. Jetzt können wir eigentlich wieder nach Hause fahren. Ich habe gesagt, wir können wieder nach Hause fahren. Ja, hat sich erledigt. Abgehakt, los. Wie geil. Wie cool. Ja, eigentlich wäre das ja das Ende unserer Reise gewesen, wenn wir es so gemacht hätten, wie wir es geplant hätten. Aber zum Glück sind ja Pläne da, um sie zu ändern. Genau. Und hier fängt eigentlich die Reise nochmals an. Wir sind einfach da. Vor etwa 2,5 Jahren waren wir zu dem Zeitpunkt in Taktoyaktak und der nördlichste Punkt unserer Reise in Kanada. Und jetzt sind wir hier am südlichsten Punkt, wobei wir sind noch nicht am südlichsten Punkt von Ushuaia, denn da wollen wir auch noch hinfahren. Aber auch hier einfach dieses Zeichen zu sehen, ist schon ein Meilenstein, würde ich sagen. Irgendwie hatten wir uns gedacht, dass es hier unten so weit im Süden ähnlich sein wird wie ganz oben im Norden. Und ich finde auch gerade so mit den Bergen hinter der Stadt, das erinnert mich total an auch Alaska. Auf der anderen Seite, die Stadt hier ist riesig im Vergleich. Also wir dachten da, ja, so wie Taktoyaktak halt,
so ein kleines Dorf, 10 Häuser, so ein bisschen so eher so Wellblech, ganz simpel. Und gut, die Architektur ist hier jetzt, scheint jetzt auf den ersten Blick nicht irgendwie wahnsinnig ausgefallen zu sein, aber trotzdem, die Stadt ist riesig. Also es ist schon sehr anders als da oben. Wir haben jetzt hier beim Hafen geparkt, eine gute Ausgangslage, um in die Stadt zu gehen, aber man sieht auch gleich, wieso so viele andere Menschen als auch nur einfach Overlander mit ihren Fahrzeugen hierher kommen. Hier hinten sind nämlich die Kreuzfahrtschiffe, die die Touristen an die Antarktis mitnehmen. Wie krass ist das denn? Die fahren einfach mit einem Schiff in die Antarktis, sehen da Pinguine und Robben und Eisberge. Also das muss ein Wahnsinnserlebnis sein. Die Kehrseite ist, es verlangt ein ziemlich hohes Budget, das wir nicht haben. Das liegt bei uns einfach nicht drin. Aber ja, ich glaube, das muss eine Wahnsinnstour sein. Auf jeden Fall so etwas, das macht man einmal im Leben. Ja. Schon witzig, man sieht hier bei diesen Touren, heißt es immer, das ist die südlichste Insel, das ist der südlichste Leuchtturm, die südlichste Stadt, also der südlichste Punkt, das ist so ein Riesenthema hier. Und tatsächlich ist auch nicht ganz geklärt, ob Ushuaia auch wirklich die südlichste Stadt ist, denn also hier drüben ist ja schon Chile und da gibt es eine Stadt, Puerto Williams, und die sagen, sie sind die südlichste Stadt. Kommt ein bisschen drauf an, wie man Stadt definiert. Jeder will den Titel für sich, aber auf jeden Fall das Thema an sich, dass man hier so weit im Süden ist, das ist hier riesig. Und auch hier gibt es natürlich am südlichsten Punkt ein Zertifikat. Das hatten wir schon im Norden geholt, das holen wir uns jetzt auch hier. Okay. Sí, perfecto. Y aquí podemos escribir el nombre. Okay. Ganz offiziell hier. Ja. Können wir selbst machen. Sieht doch schön aus. Ach, das ist einfach so ein Touri-Ding. Aber man muss es machen. Wenn wir schon da oben im Norden das gemacht haben, dann müssen wir das auch hier machen. Ist doch logisch, oder? Ja. Ey, wir haben ein Zertifikat, dass wir hier waren. Glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart. Man sieht und merkt, wie touristisch der Ort ist. Und ganz ehrlich, also ich hatte mir das hier komplett anders vorgestellt. Man geht ans Ende der Welt und erwartet eigentlich nichts. Und hier ist einfach eine Riesenstadt. Hier leben fast 100.000 Menschen. Und ja, wahrscheinlich lebt die ganze Stadt für den Tourismus. Und das sieht man hier auch. Dementsprechend sind auch die Preise sehr gesalzen. Die Preise sind mindestens 2- oder 3-mal so teuer wie in Europa. Und da fragt man sich, wie können sich die Locals das leisten? Wie cool, dass hier einfach so für die Hunde Futter und Wasser bereitgestellt wird. Natürlich gibt es auch vom Ende der Welt Postkarten für unsere Patrons und diesmal auch für die Familie. Die haben es diesmal auch verdient. Und natürlich haben wir auch ein schönes Souvenir für uns gefunden. Ich freue mich. Wenn man ehrlich ist, die Stadt an sich mit ihren Häusern, die weckt ja nicht so viele Emotionen. Aber es ist die Lage, die die Stadt so einzigartig macht. Also da ist ja 360 Grad rundherum, sind einfach Berge, aber gleichzeitig auch der Ozean, also der Beagle-Kanal hier. Und das hier hinten, das ist ja schon wieder Chile. Also Feuerland ist eine Insel und rundherum gibt es noch viele weitere Inseln. Und die haben wieder Berge und es geht mir aber in den Kopf nicht rein, wie viel hier auf so kleinem Raum passiert. Ich finde es faszinierend.
Das Panorama ist halt schon unglaublich. Ja, das ist der Wahnsinn. Da kann man auch ignorieren, dass die Häuser halt aus Blech und ganz einfachen Strukturen bestehen. Ich meine, ist ja auch schwierig, die Sachen herzukriegen. Es ist vielmehr so dieses Gesamtbild. Der Herr da, Ivan, hat uns ganz viele Tipps gegeben und ein paar Geschichten hier über Ushuaia erzählt. Er kam hier zum Urlaub und ist seit 4 Jahren hier. Also es ist auch wirklich ein wunderschöner Ort hier. Wir haben spontan beschlossen, einfach einem von Ivans Tipps zu folgen und sind ein paar Minuten ans andere Ende der Stadt gefahren. Es ist so wunderschön hier und wirklich, hier ist die beste Aussicht auf die Stadt. Das viele Laufen macht natürlich hungrig, wie das so ist. Also würde ich sagen, widmen wir uns jetzt dem Wichtigen, nämlich Essen. Und wir sind nicht alleine, wir sind nämlich verabredet. Hola. Para tomar acá, sí. Un café con leche mediano, por favor. Y un corazón. Oh, ihr esst schon. Ja, wieder mal zu spät. Oh, bald kommt mein Croissant. Sie nennen das ja hier, ich habe jetzt gelernt, was der Unterschied ist. Media Luna sind kleiner und noch mal ein bisschen süßer glasiert und die Croissants sind die richtig geilen, buttrigen, luftigen Gipfel-Croissants. So, kommt auf jeden Fall gleich mit dem Kaffee, aber vor allem das Wichtigste ist ja die Gesellschaft, in der wir hier sind. Wir sind nämlich mit Svenja und Basti von den Neuland Stories hier. Hallo! Damit haben wir nicht gerechnet, dass rüber geschwenkt wird. Ja. Wir sind ganz schön nervös. Von der Kamera. Ja, hallo, wir sind Svenja und Basti. AK Neuland Stories. Wir sind zufällig auch am Ende der Welt. Sehr zufällig. Sehr zufällig. Ist verrückt, oder? Ja. Muchas gracias. Das kann kein Kann man gerne mal die Kamera aushalten. Der ist größer als mein Kopf, oder? Obwohl ich einen runden Kopf habe. Ja. Ich nehme ich kenne es jetzt bei der Sony. Ich nehme sie auch nicht so auf. So hat völlig das Schild blockiert für Autofahrer zumindest. Ja, wirklich. Danke dir. Wir haben Zeit, hey. Locker, jetzt haben wir eine halbe Stunde gewartet. Ciao. Ciao. Das war ja mal gemütlich. Der perfekte Abschluss für einen Nachmittag, halben Tag. Mittlerweile ist es fast ein Tag. Man bleibt ja immer so lange sitzen. Ja, hier in Ushuaia. Jetzt gehen wir an den Schlafplatz, oder? Ja. Suchen wir uns ein hübsches Plätzchen. Die letzten Tage haben wir mal wieder ohne Kamera verbracht. Wir waren nämlich mit anderen Reisenden unterwegs und ja, haben einfach mal genossen, diese Gemeinschaft und zusammen Dinge zu unternehmen, ohne durch die Linse zu gucken. Und zusammen waren wir am Ende der Welt. Wir sind tatsächlich an den
südlichsten Punkt gefahren, den man mit dem Auto erreichen kann. Und da sind wir nochmal 5 Kilometer zu Fuß zu einem Leuchtturm gegangen, um wirklich auch den 55. Breitengrad südlich zu überqueren. Und das war richtig schön. Wir haben es aber eben nicht aufgenommen. Und wenn ihr aber trotzdem ein paar Bilder dazu sehen wollt, dann schaut gerne bei Svenny und Basti, den Neuland Stories, vorbei. Sie haben das in ihrem letzten Video mit draufgenommen. Mittlerweile hat sich die Gruppe so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben zwar noch richtig schöne Wanderungen gemacht, aber die Routen sind mittlerweile ein bisschen unterschiedlich. Wir sind dann entsprechend auch gestern Abend noch hierher in den Nationalpark Tierra del Fuego gefahren. Wir sind schon fast an der chilenischen Grenze. Es ist richtig schräg, nochmal so nahe an Chile zu sein. Aber auf jeden Fall, ja, der erste Eindruck ist hier richtig schön. Und wir haben uns auch einen Jahrespass gekauft. Wir haben länger hin und her überlegt, aber die Preise der Nationalparks sind in Argentinien in den letzten Monaten recht gestiegen, vor allem für Touristen und Nicht-Residents. Man zahlt zwischen 20 und 45 Euro pro Person, pro Eintritt, pro Tag. Also es läppert sich ganz schön, wenn man da wirklich jedes Mal einzeln so zahlt, diese Beträge. Und da haben wir uns... ja, haben wir gedacht, wir wollen ja noch ein paar weitere Nationalparks sehen und dann rechnet sich das für uns. Ja, jetzt gucken wir, dass wir möglichst viel Zeit in den Nationalparks verbringen und das Geld eben auch rausholen. Auch heute haben wir auf jeden Fall noch was vor. Wir warten nur, bis das Wetter ein bisschen besser wird, bis es aufklart und dann fahren wir auch gleich los. Hier sind wir, also mal schauen, ob das überhaupt offen hat, denn es ist nicht immer ganz klar, wie die Öffnungszeiten sind. Sieht, glaube ich, eher schlecht aus. Ja? Ja, die Fenster sind beschlagen und ja, das wird, glaube ich, nichts. Aber trotzdem ist es ein sehr besonderer Ort. Eigentlich ist das hier hinter mir das südlichste Postoffice der Welt. Es gibt zwar in der Antarktis noch ein weiteres, aber das lassen wir mal weg. Auf jeden Fall ist es schon witzig, hier das Postoffice zu sehen, was ja hier auf Stelzen gebaut ist. Einfach eine Blechhütte ist. Und ja, bis vor ein paar Jahren wurde das noch regelmäßig benutzt. Es gibt verschiedene Varianten dazu, wieso das Post Office jetzt nicht mehr so richtig funktioniert. Sogar am Nationalparkeingang konnten sie uns nicht sagen, ob es heute geöffnet hat oder nicht. Ursprünglich hat das nämlich ein sehr passionierter Herr geführt, der sehr viel Wert drauf gelegt hat. Er ist aber erkrankt und der Sohn, der das übernommen hat, ist eben nicht mehr so leidenschaftlich dabei. Und ja, es steht sogar ein Schild, ich öffne, wenn ich komme und ich schließe ab, wenn ich gehe. Das sind, glaube ich, aktuell die Öffnungszeiten. Die letzten Wochen, die wir ja schon hier unten sind, hatten wir richtig Glück mit dem Wetter. Normalerweise sind hier richtig starke Winde, es ist oft grau und eher so Nieselregen. Aber wie heute auch, hat bei uns eben sehr oft die Sonne auch mal durchgeschienen. Es war sogar erstaunlich windstill teilweise, obwohl heute merkt man auch wieder, dass dieser Polarwind, der von der Antarktis kommt, einen ganz schön auskühlen lässt. Ja, jedes Mal, wenn dann die Sonne wieder rausschaut, ist das einfach so angenehm. Ich dachte ja, das wäre so ein Küstenwalk, alles sehr exponiert dem Meer entlang, aber zum Glück tauchen wir auch immer wieder ein bisschen in so ein Wäldchen ein und sind doch ein bisschen geschützt, weil gerade heute geht auch wieder dieser kalte Wind und da frieren einem ganz schön schnell die Hände ein und es wird kalt und ja, die Sonne kommt aber trotzdem durch die Bäume, das ist einfach perfekt. Wie schön ist das hier bitte? Also wir laufen hier durch den Wald, nebenan ist das Meer und dahinter sind die chilenischen Berge. Also ist ein wenig kitschig, nicht wahr, Jessie? Ja, schon. Fast ein bisschen übertrieben. Es ist ja manchmal wirklich fast unglaubwürdig, wie schön es hier ist. Ich kann es immer noch nicht fassen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso wir hier, also Ushuaia und Umgebung, schon so viel länger da sind, als wir eigentlich geplant hatten. Wir wollten 1-2 Wochen hier sein und jetzt sind es wie viele schon, Roberto? 3? 3-4 Wochen. Also ja, man könnte locker noch länger hier sein, denn klar, die Stadt selbst ist irgendwann überschaubar, die hat man mal gesehen. Aber die Umgebung, die Natur, das ist einfach
Ja, und die Menschen natürlich. Also in guter Gesellschaft bleibt man natürlich sehr gerne länger an einem Ort. Wir reden die Tage immer wieder darüber, wie genial diese Idee der Panamerikaner ist. Das ist einfach, ja, wenn man ganz oben im Norden oder auch ganz unten im Süden startet und diese Route fährt, da erlebt man einfach so viel. Das ist so vielfältig. Man kommt durch Wüsten, Regenwälder, Berge und Seen und es ist einfach von allem etwas, sei es bei Landschaften oder auch Städte, Kultur. Ja, es ist einfach, wir sind gerade wieder so richtig glücklich, dass wir das machen dürfen. Wir sind so dankbar dafür, dass wir diese Gelegenheit haben und auch gerade jetzt so am Ende der Welt quasi, so am südlichsten Zipfel unserer Reise, spüren wir das nochmal mehr, obwohl eigentlich sind wir ja noch gar nicht am südlichsten Zipfel der Reise. Wir fahren jetzt noch mal ein Stückchen weiter in den Süden. Schön gewesen? Ja, und auch warm dann. Richtig schön. So, und jetzt? Jetzt können wir sagen, die für die Wand. Fin del mundo! Allgemein in Argentinien, aber besonders auch in Patagonien und vor allem Feuerland ist uns schon aufgefallen, wie viele Argentinier ihr eigenes Land bereisen. Die Natur ist hier ja einzigartig, das können wir absolut bestätigen. Und das wissen eben auch die Argentinier. So viele kommen hierher und kommen hier zum Wandern und zu anderen Outdoor-Aktivitäten her. Tatsächlich sind wir auch überrascht, dass die Stadt ja wächst. Also es kommen immer mehr Leute hierher. Wir dachten ursprünglich, ja, wenn es so entlegen ist und halt so weit im Süden, dass die Leute eher in den Norden flüchten. Vor allem bei den jungen Menschen kennt man es ja, dass sie die Ausbildung suchen oder die Großstädte. Mittlerweile gibt es aber auch hier eine Universität und damit müssen auch die Jungen wegen der Ausbildung nicht weg. Und im Gegenteil, Argentinier ziehen hierher, wir haben einige davon kennengelernt, die hierher gezogen sind, weil die Natur so schön ist und weil sie eben auch gute Arbeitsbedingungen hier finden. Eine Kehrseite ist, das haben sie uns eben auch erzählt, dass es seit neuem das Problem der Obdachlosigkeit gibt, was es hier früher gar nicht gab. So wurde es uns gesagt, aber ja, es hat halt immer seine beiden Seiten. Das ist ernüchternd. So haben wir uns das Ende nicht vorgestellt. Naja, ist halt so. Also, ich muss ehrlich sagen, einfach nur einen großen Parkplatz hatte ich nicht erwartet. Ich dachte schon, dass da irgendwie ein großes Schild irgendwo ist. Willkommen am Ende der Welt oder irgendwie. Weil überall ist das so präsent. Alle reden immer von diesem Ende der Welt und dann ist hier so nix irgendwie. Also, schöne Landschaft, aber großer Parkplatz. Großer Parkplatz. Wobei ich schon sagen muss, ich glaube, wenn wir jetzt komplett von Norden in den Süden gefahren wären, wäre das schon... Meinst du, dann wird es ja, mehr auf uns wirken? Ich glaube schon. Ja. Aber wir haben ja das richtige Ende der Welt gesehen. Das ist Genau. das touristische Ende der Welt. Aber muss ja auch besucht werden. Ja, jetzt gehen wir mal davor, vielleicht finden wir da doch noch irgendein großes, tolles Schild. Na gut, immerhin ein Schild von der Ruta 3 ist hier. Aber es steht nicht mal, dass es das Ende der Route ist. Ja, und auf der haben wir schon ein paar tausend Kilometer gemacht. Auf jeden Fall, eigentlich seit Buenos Aires. Fast seit Buenos Aires, ja. Aber ich glaube, da hinten habe ich noch ein anderes Schild gesehen. Vielleicht ist das noch ein bisschen mehr Ende der Welt. Okay, ich glaube, hier steht's. 3079 Kilometer sind es bis Buenos Aires. Aber ich glaube, die 17.800 Kilometer nach Alaska, das stimmt nicht ganz. Das wird wahrscheinlich Luftlinie sein. Was meinst du? Also wir haben etwa
wenn man die ersten 2 Ziffern umdreht. So viele Kilometer haben wir seitdem gemacht, glaube ich. Es sind über 70.000 und da haben wir noch nicht mal den ganzen südamerikanischen Kontinent befahren. Ja. Und Also. ich bin ein bisschen enttäuscht, dass da nicht noch mehr irgendwie. Ja, es steht mehr nicht mal steht. Fin del Mundo. Nein, es ist einfach Fin de la Ruta 3. Ja. Aber vielleicht da hinten gibt es noch einen Weg. Vielleicht finden wir da noch ein bisschen mehr. Oder vielleicht ist es einfach nicht da geschrieben, weil es nicht Fin del Mundo ist. Wir waren ja nämlich noch ein bisschen weiter südlich. Nochmal ein Reminder, schaut gerne bei den Neuland Stories vorbei. Da seht ihr das Video, wie wir ans echte Ende der Welt gekommen sind. So, jetzt gehen wir da vorschauen. Ja. Ja. 200-300 Meter haben wir noch geschafft, aber ich glaube, weiter südlich kommen wir hier wirklich nicht mehr. Nee, das ist das Ende der Ruta 3, das Ende der Welt, also das offizielle Ende der Welt. Ja, aber es fühlt sich trotzdem cool an. Also die Natur ist immer noch wunderschön und Ja, wir sind stolz, dass wir es bis hierher geschafft haben. absolut. Also Und wir freuen uns auch riesig, dass ihr uns bis ans Ende der Welt begleitet habt. Das ist ja noch schöner. Ja, aber das war's für diese Woche. Ab jetzt geht's nur noch Richtung Norden. Wir hoffen, ihr seid da weiterhin mit uns mit dabei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder weitergeht. Hasta luego. Hasta luego. Tschüss. Wer hätte das gedacht? Nicht mal der Hund. Nochmal einem von Ivans Tipps zu folgen. Tipps.